Hello and welcome, hallo und willkommen zu dem Installationsvideo von Dragon Hunt, to the installation video of Dragon Hunt in two languages, in zwei Sprachen, nämlich in Deutsch and in English, for all my English fans. So, we are back in my testing park for you, and we will install here the newest standalone coaster of my Creations. So, wir sind hier in meinem Testpark, um die neueste Standalone-Version einer Achterbahn aus meinen Kreationen quasi zu bauen, und ich zeige euch, wie es geht. Es ist in diesem Fall jetzt mal, ihr seht ja die anderen Kreationen, die wir hier haben, relativ einfach. So this time it will be relatively easy. You only need to be a little bit used to use the terrain item, the terrain tool, to manipulate the terrain. Yes. In diesem Fall braucht ihr also nicht so viel großartiges Wissen im Gegensatz zu den anderen Kreationen, die ihr hier seht, sondern ihr müsst nur ein bisschen mit dem Terrain-Tool umgehen können. Da gibt es sicherlich auch andere Erklärvideos bei YouTube, die das besser erklären können als ich. Da bin ich nämlich kein Meister drin. Aber ich denke, selbst wenn man eine rudimentäre Ahnung hat, geht das. So, there are of course better description videos or helping videos how to use this tool in YouTube than mine, so I'm not very experienced in that, but only to show you the general function of it, I think this video is okay and it helps you further. So, let's start. Also, legen wir los. Wir suchen uns mal den Bauplan, Dragon Hunt, Coaster wird das später noch heißen. So, we are now looking for the Dragon Hunt Coaster and loading it und laden es. There it is. Also hier ist es. So, as you can see, it fits from the theming perfectly at this position. So wie ihr sehen könnt, passt es hier in diesem Fall perfekt an dieser Position. Wenn wir ehrlich sind, falscher Knopf gedrückt, wird es wahrscheinlich von der Optik her natürlich hier perfekter passen. So as you can see, the form which is given, it is of course better to place it here, but because of the theming, but this is the pirate part of the park, and this on the left side is the medieval part of the park. It fits better on the other position, so we place it there. We can place it in two ways. Wir können es auf zwei Arten platzieren. Wir können es so machen. Dann müssten wir hier natürlich etwas Landschaft abreißen. We can place it that direction, but then we must be deleting some of the surroundings here. This position is a little bit too far away from the ways. Diese Position ist etwas weit weg von den Wegen. So, ich denke, wir werden es wahrscheinlich dann doch eher so platzieren. So, I think we will place it in this direction, because this is the nearest direction to the main road in the moment. Weil das ist die näherste Position zu dem Hauptweg im Moment. So, wir drücken immer X. As always, we push X. So we can adjust the height, so dass wir die Höhe korrigieren können und natürlich vielleicht auch noch ein bisschen die Position. Dieser Balken markiert übrigens die Position des Ergänzungsgebäudes. So this wooden pointer describes the position of the second part of the building. You could use, of course, the coaster without the second part, but I'll show you now the installation for the complete coaster.
So, ihr könnt natürlich diesen Coaster auch ohne den zweiten Part des Gebäudes benutzen, aber ich zeige euch hier, wie ihr die Installation des kompletten Coasters natürlich macht. Also inklusive des zweiten Gebäudes. So, with the second part of the building. Yeah, it's not fitting very well here. Also es passt nicht sehr gut hier, wie ihr seht. Wahrscheinlich müssen wir hier später noch einen Weg vielleicht nochmal abreißen. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass das Holzgerüst hier auf dem Weg ist. So I don't want that the pillars are on the way here, because I think that would not look very nice. But I think that's a good direction here. Maybe it's easier if it's, or easier, nicer if it's directly parallel to the existing building. So, vielleicht sieht es etwas schöner aus, wenn wir es jetzt hier in dem Fall parallel zum bereits vorhandenen Gebäude machen. So, das wäre in etwa so, glaube ich. So, I think it is somehow in this direction. And yeah, we can show it a little bit more in this direction. So, wir können es noch ein bisschen näher in diese Richtung schieben. Ich denke von der Optik her nicht zu nah an dem Gebäude. Aber auch nicht zu weit weg. So I think not too far away and not too close by. So you lower now the let's look at here once again. Yeah, I think it's good. So maybe a little bit too close to this area here, but yeah, it is. So let's see if the height is good. Okay, let's try it again. So to help you with the right height, you should take the platforms here. I always take these. They should be covered with the ground, such like this. Okay, it seems to be good here. Let's see. It's also good. Yeah. Building is on the ground. The most. Yeah, it's looking good. Yeah, it seems to be the right height. Also es scheint die richtige Höhe zu sein. So, wir klicken OK. So, wir haben aber jetzt schon eben beim drüber gucken gesehen, ein paar Sachen stimmen noch nicht. Die müssen dann natürlich noch geändert werden. So, wir fangen aber jetzt hier erstmal an mit Bauen. So, wir haben jetzt das Hauptgebäude platziert. So, before we look to the rest of the scenario, we first look into the main building, the station, and put the second part here. Und wir werden jetzt direkt das zweite Teil platzieren. So, um das Gebäude korrekt zu platzieren, müsst ihr das in diesem Winkel hier einordnen. So, to place the second building correct, you need to place it in that direction as you see it here in the video. So, look carefully at the wooden plate at the bottom of the ground. Also schaut genau euch auf diesen Holzbalken am Boden an und richtet das Gebäude genauso aus. So be sure that you place it exactly as you see it here, and then you don't have any gaps to the first building and as you can see here. Und dann habt ihr auch keine Lücke zum Erstgebäude, wie ihr es sehen könnt. Als zweite Hilfe, wenn ihr Probleme habt, es zu platzieren, so as a second help if you have problems to place it right, you can align it first to the wall. Also als weitere Hilfe könnt ihr es zuerst genau an diese Wand stellen, so wie ihr es hier seht, und dann ausrichten. And then turn it around in the right direction. A third help, you see this
ja, Pathway for the Track. Als dritte Hilfe seht ihr diesen Bogen hier am Track. Den müsst ihr halt auch hier ausrichten, so wie ihr es hier seht. Beachtet ihr alle 3 Ausrichtungen, könnt ihr das Gebäude direkt platzieren. If you really look at the placement, then you can place it easily here. Now we go to the exit. You choose a way in 4 meters wide. First you do a small way and then you place stairs and then you can connect it to the main road. Also, um jetzt hier der Exit mit dem Hauptweg zu verbinden, einfach erst ein gerades Stück platzieren, dann die Treppe, ja, und dann könnt ihr es anschließen. Das ist ganz einfach. Zur anderen Seite. Von der Warteschlange. Let's go to the queue line. Placed here. You should also bring it down to the ground. And then the way goes alongside here. Right around the scenario. So, and it ends here. So, and then you can also do, if you wish, a fast pass connection. Weg verwenden. So we take long road paths to make it quick to the entry. So there it is. No, don't. Yeah, sorry for the break. Entschuldigung für die Unterbrechung. Meine Frau hat angerufen. My wife just phoned. In the meantime, I finished the road. In der Zwischenzeit habe ich schon mal den Weg zu Ende gebaut. Ja, und fertig ist das Ganze. Gebäude 1, Gebäude 2, alles zusammenhängt. Und, sorry. Und jetzt geht's ans Szenario. And now we make the scenario. First of all is a hill missing here. Als erstes fehlt hier ein Hügel.
as I said, I'm not a specialist for Terrain. Wie ich schon gesagt habe, ich bin kein Spezialist für Terrain. Ich will euch nur zeigen, wie es prinzipiell fertig aussehen soll. I only want to show you how it should look like after you make the terraforming. So it should look like a little bit like that. So if to look at more natural, you should of course bend it a little bit to the outside. Also damit es ein bisschen natürlicher ausschaut, solltet ihr natürlich hier den Hügel natürlich nach außen fortführen. Die Achterbahn ist hier hoch genug. Die coaster is high enough here so that you can make a mountain modulation as you wish. Also ihr könnt hier den Berg so formen, wie ihr wollt, weil die Achterbahn ist hier hoch genug. Also Luft nach oben ist auf jeden Fall. So, the second we should do is to raise a hill here. I always find it a little bit difficult in Planet Coaster that you really can adjust it to something which is already there, like this piece. You have always the problem if you lower it, as you can see, and even if you flat it, that some things appear again. So you must a little bit play around with the strings. Also ihr müsst ein bisschen mit der Stärke hier rumspielen, um wirklich das optimalste Ergebnis dann hier rauszufinden. Und am Ende, ja, das haut schon so ziemlich hin. So, I think that's okay. So at the end you can level it with manually here and make the position perfect. So it's not about a millimeter here, it's only important that the dragon eats from the rails. So, es ist nicht so wichtig, das 100%ig hier zu machen. Es ist nur wichtig, dass der Drachen hier von den Schienen isst. Und das tut er jetzt. So, das nächste, was wir machen müssen, ist hier die Schatzhöhle. So, next thing we must do is the cave, the treasure cave here. You should start behind. The Sleepy Dragon. Ihr solltet hinter den schlafenden Drachen anfangen und euch dann hier vorne langsam nach oben arbeiten. Die Gefäße helfen euch ein bisschen die richtige Höhe zu finden. So die phases here helps you a little bit to find the right height.
they can be a little bit covered in mud and dirt, of course. Die können natürlich hier etwas auch noch im Dreck einfach mit drin liegen, das ist kein Problem. Ah, das war nicht zu viel, that was one too much. But I think it is pretty much good here. Aber ich denke, das ist schon ziemlich gut. So, jetzt füllen wir den Hintergrund and at last you fill up the background. So, here it is. I also placed a few trees here. Ich habe auch hier ein paar Bäume in etwas erhöhter Höhe positioniert, damit ihr euch ja eine kleine Positionierungshilfe da habt, was die Höhe angeht. So I put a few trees here, so that you have a little bit positioning help also for the farther region. The further region. So, what you can do, of course, is you can make this like, looking that the rail is going through a curve. Ihr könnt natürlich das Ganze hier so machen, dass es aussieht, als ob die Schiene hier durch eine Öffnung geht. So, und dann sind wir hier schon bei dem nächsten Szenario-Stück angelangt. And now we are at the next scenario piece, which is the small village on the hill. And here's the same. It doesn't need to have 100% exact, because it can be higher grass. Es kann natürlich höheres Gras sein. Deswegen kann es natürlich sein, dass tatsächlich hier ein Teil der Sachen auch im Gras verschwunden sind. Es muss nichts 100%iges sein. So. You can make a curve here, you can make it more flatter, more hillier, as you like. But you need to do the hill also here.
Aber ihr müsst auch den Hügel nach hier erweitern. Und da wären wir beim vorletzten Teil des Szenarios. Ja, tschüss. So, you should place so much earth here that, yeah, stones are nicely covered with it. Also ihr sollt so viel Erde hier dann auffügen, sodass die Steine dann halt schön damit verdeckt sind. Aber geht nicht zu weit in Richtung Lager. But don't push it too far in this direction. Then because you have a problem there later on. The water should be, of course, open, still open, as you can see here. So, and I think we should lower here a little bit more, so that he stands free. That's look good. That is looking good. So, as you can see, you should adjust always the density, the strings, the size of the cursor, so that you really can adjust it good. And the last thing you should do, I tried it a lot, but still it always is too high or too low. In this case, this is too high. So lowered it so that the soldiers are placed to the ground. You don't have in every scenario, you don't have a really 100% flat ground, and therefore even if you readjust it again and again and again, it still has it still can fly in the air.
as it is here, and if you place it somewhere else. So this is something which you don't have 100% exact in every scenario. You can try, but it's always depending how good the surface is in the original. Also wie ihr seht, das ist nicht 100%ig gerade hier im Original gewesen, also müssen wir hier ein bisschen nachkorrigieren. Aber gut, damit ist es auch fertig, das Szenario ist gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier natürlich noch Bäume aufstellen. Ne, ihr könnt einfach den Wald zum Beispiel copy-pasten. Zeige ich euch auch mal kurz. So, if you like, you can of course copy-paste the trees here. I hope I only have the trees. No. Let's try it again. For example, like that. There are some trees missing. Okay, now I have it. For example, like that. Sorry, I have a new graphic card and this is very fast in some situations. So, here you have it. You can copy it once again and fill it here up as you like and as you need. I don't need it yet, so therefore I replace it again. So that was the building video for the coaster. If you like, you can make go into the on-ride video, which is separately on my channel, one by day, one by night. I hope you enjoy the ride. See you, bye. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt in das Video für den Unride reingucken. Es gibt einmal Tag und einmal bei Nacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.